Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.de und heute gibt es wieder ein neues Video aus meiner Natural Bushcraft Reihe. Und zwar stelle ich heute einen Rucksack vor, der mich einiges an Überwindung gekostet hat, ihn zu kaufen, weil er wahnsinnig teuer ist. Es ist auch kein Empfehlungsvideo, sondern es ist wirklich eine Vorstellung, denn ich habe ihn erst 3-4 Mal in Verwendung gehabt und dann kann ich ja noch keine Empfehlung aussprechen. Ich komme zum Schluss auf so ein paar Nachteile zu sprechen, denn das ist grundsätzlich wirklich kein Rucksack, den man direkt empfehlen kann, denn es ist definitiv ein Liebhaberstück, um es mal so zu sagen. Ich komme am Ende so ein bisschen auf die Nachteile zu sprechen, mit denen man, wenn man ihn haben möchte und wenn Ihnen die Optik gefällt, einfach leben muss. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache, das hat nichts mit dem Rucksack und der Verarbeitung zu tun, sondern einfach in der Rucksackart. Wie schon gesagt, der Rucksack ist wahnsinnig teuer. Ich habe ihn noch nicht für die Reihe Natural Bushcraft geholt. Da hatte ich ja auch in dem Intro-Video gesagt, dass ich für diese Reihe nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben möchte. Von daher würde er da rausfallen. Aber es ist ein Rucksack, mit dem ich schon sehr, sehr lange geliebäugelt habe, weil mir dieser Stil sehr gut gefällt. Mir gefällt das Material und gerade eben wegen dem Material passt es tatsächlich perfekt in die Natural Bushcraft Reihe, weil es 100% aus natürlichen Materialien ist. Wir haben hier einmal dicke, gewachste Baumwolle, also dickes Canvas. Wir haben hier wirklich richtig feines, hochqualitatives Leder und das hier sind alles Messing. Also von daher passt es wirklich super in die Reihe. Auch das Tragesystem, das werde ich alles gleich nochmal im Detail zeigen, ist komplett aus Leder. Denn wenn ein Rucksack in diese Reihe Natural Bushcraft passt, dann ist es tatsächlich dieser Rucksack. Ich bin noch dabei, ihn auszutesten und so ein bisschen zu sehen, wie ich damit arbeiten kann, wie er mir gefällt, wie er sich trägt vor allem, das ist so der Hauptpunkt. Und ich möchte euch heute einfach mal so einen kleinen Einblick darauf gewähren, da es bisher noch tatsächlich nicht so viele Videos zu dem Cross River Bushcraft Isle Royale gibt, wollte ich einfach auch mal ein deutsches Video dazu machen, um einfach den Leuten, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich diesen Rucksack zu leisten, einfach nochmal so ein paar Einblicke zu gewähren und die Vor- und Nachteile zu sehen. Ich finde sowas immer selber ganz praktisch, wenn ich da vor einer Entscheidung stehe, mir irgendwas zu holen. Habe ich einfach das ganz gerne nochmal irgendwo gesehen. Also YouTube ist dafür mich die Hauptquelle, mir die Sachen anzuschauen und ich wähle jetzt da alle Videos und schaue mir die Sachen eben an. Was hat vielleicht der zu bemängeln, was hat der zu bemängeln und einfach alles nochmal so ein bisschen näher im Detail. Gut, dann fange ich einfach mal an, den Rucksack so ein bisschen zu zeigen. Ich habe ihn jetzt voll beladen, wobei voll beladen ist nicht ganz richtig. Ich blende mal eben ganz kurz so eine Rundumsicht ein. Und ihr könnt schon bei dieser Rundumsicht sehen, dass das ein ganz schönes Paket ist. Also es ist kein kleiner Rucksack, das muss man ganz klar sagen. Ich habe ja auch den Senior. Also es gibt den Cross River Bushcraft in 3 Größen. Einmal den Senior, das ist so das eigentliche Modell. Dann gibt es den Junior, der ist ein Eckchen kleiner. Und dann gibt es noch den Mini, der ist eben noch ein bisschen kleiner. Beim Senior gefällt mir ganz gut, dass hier nochmal so ein Hüftgurt bzw. ein Bauchgurt dran ist. Den zeige ich gleich auch nochmal. Den hat man beim Junior und beim Mini eben nicht mit dran. Der Rucksack ist wirklich reichlich groß und ich habe ihn jetzt ganz gut bepackt. Also es sind 2 Wolldecken drin. Es ist ein riesiges Tarp da drin aus Baumwolle. Ich habe da das Stativ noch drin gehabt. Ich habe da Wasserflasche, ein Stück Plane und so weiter und so fort. Also es ist wirklich einiges drin. Von Werkzeug, eine Axt, eine Säge. Also sowas ganz Gutes drin. Aber er ist weit davon entfernt, wirklich voll zu sein. Man sieht es hier an der Seite. Ich habe hier ganz gut komprimiert. Das zeige ich aber auch gleich nochmal in der Nahaufnahme, sonst sieht es uns wahrscheinlich nicht. Also es würde noch wesentlich mehr hineingehen, denn es ist wirklich ein riesiges Paket. Muss man halt schauen, ob man das möchte. Wie mit jedem Rucksack muss man schauen, wie lange er noch komfortabel zu tragen ist. Aber nun werde ich euch den Rucksack mal so ein bisschen näher vorstellen. Ich fange mal direkt hier in der Front an und mache mal das Hauptfach auf. Was ich schön finde, man hat hier oben nochmal 2 schöne Messingringe, wo man noch zusätzlich Ausdrucksstungen oder Kleinkram dran befestigen kann, ganz wie man möchte. Aus. Man hat hier wirklich
dickes Vollleder. Also das ist wirklich richtig gut verarbeitet. Das ist echt ein Traum, was die Verarbeitung angeht. Was ich auch noch mal dazu sagen muss und wo halt auch der Preis herrührt, das ist Handarbeit. Also der Rucksack kommt wirklich in Handarbeit, amerikanische Handarbeit. Und das macht die Sache natürlich sowieso nochmal deutlich teurer. Also es ist wirklich fantastisch vernäht. Hier nochmal zusätzlich verstärkt. Richtig, richtig gut. Hier hat man nochmal schön das Frost River Logo. Auch nochmal ganz nett. Duluth, Minnesota. Da wird es eben auch gefertigt. Dies hier ist richtig, richtig robust. Also es ist wirklich dickes Material. Wenn ich das hier aufmache, sieht man hier schon mal. Hier ist so eine kleine Tasche. Und zwar kann ich hier nochmal so was Flaches reinpacken, eine Karte zum Beispiel. Nutze ich dafür nicht. Ich nutze es primär dafür, um da meinen Kälteschutz reinzutun. Habe ich jetzt im Moment nicht, weil es nicht notwendig ist. Hier kann ich Mütze, Handschuh, Skimark, Buff, wie auch immer, passt ja gut rein. Natürlich nicht allzu viel. Und man muss auch aufpassen beim Aufmachen, dass einem das nicht direkt rausfällt, weil es natürlich über Kopf ist. Da wäre es schön gewesen, wenn da noch irgendwie 1, 2 Knöpfe oder so gewesen wären. Ist es leider nicht. Könnte man nachnähen, gar kein Problem. Das bietet sich bei dem Material an. Finde ich aber nicht notwendig. Also gerade deswegen, weil ich da Mütze und Buff reinpacke, das hat ja auch eine gewisse, also das rutscht hier einfach nicht so leicht raus. So. So. Dann hat man hier nochmal diese Flaps. Die sollen nochmal so ein bisschen Regenschutz geben. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die muss ich erst noch herausfinden. Auch deswegen kann ich keine Empfehlung geben. Denn ich habe ihn noch nicht bei Regen in Verwendung gehabt. Das heißt, wie dicht er ist, muss ich auch erst herausfinden. Es ist gewachste Baumwolle, das heißt, es sollte schon sehr schwer sein, dass da Regen durchkommt. Also das müsste schon eine ganze Menge abhalten. Wenn ich hier rüber mache, hat man hier natürlich, das ist nicht hundertprozentig dicht, das sieht man. Also wenn ich hier rüber lappt es rüber. Das muss ich testen, da kann ich euch noch nichts zu sagen. Wie gesagt, das ist eine Vorstellung, keine Empfehlung. Diese Flaps, wie gesagt, sind nochmal zusätzlich, um so ein bisschen vor Regen zu schützen. Das finde ich sehr gut. Ich könnte es wahrscheinlich auch noch ein bisschen enger zusammen zurren hier rüber. Und dann reduziere ich natürlich diese Lücke. Hier habe ich nochmal so ein bisschen Hanfschnur durchgemacht, um das einfach so zusammenzuhalten. Ich werde den Rucksack jetzt nicht auspacken. Also den Innenraum brauche ich euch nicht zeigen. Das ist ein großer Sack. Da ist nichts weiter drin. Was ich euch noch mal ganz gerne zeigen möchte, ist hier diese Rückenplatte. Das ist wirklich massiv verarbeitet. Also ja, wirklich massiv. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Da sind die Trageriemen dran befestigt. Auch hier die Kanten nochmal mit zusätzlichem Leder. Und auch hier und hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier ist ebenfalls so eine Verstärkung, um auch da nochmal die Nähte, Kanten, Ecken, alles zu verstärken. Hier wieder zu. Man hat hier an der Seite diese Riemen, ebenfalls wieder dickes Vollleder, die man eben nutzen kann, um das Ganze hier zu komprimieren. Ihr seht, ich habe das hier schon am Limit, also viel enger kann ich es gar nicht zusammenschnüren und es ist wirklich einiges drin. Das flapst hier so ein bisschen rum, ist aber nicht schlimm. Kann man nämlich, wenn man möchte, hier hinter befinden sich Taschen. Da kann man entweder was hineintun, aber was ich ganz gerne mache, ist einfach das überschüssige Leder hier hineintun. Dann ist es hier aus dem Weg, es fliegt nichts rum und gut ist. Hat man auf beiden Seiten hat man diese Taschen. Da passt auch einiges rein. So, man hat zusätzlich zum Komprimieren hier an der Seite diesen Strap. Ich glaube, das ist das Einzige, was aus Kunststoff ist. Das müsste Paracord direkt sein. Das ist, glaube ich, kein Baumwoll, also es ist definitiv kein Baumwollband. So, aber hier kann man ihn auch nochmal schön zusammen machen. Da war ich zuerst sehr skeptisch, wie gut das funktioniert. Aber ich muss sagen, ein klein bisschen nach unten korrigieren. So, genau. Ihr seht, ihr habt hier diese 3 Reihen und damit lässt sich das wirklich super komprimieren. Also das klappt prima. Ich habe bewusst den Senior genommen, einmal wegen dem Hüftgurt, den ich euch noch zeige, aber eben auch, weil ich lieber ein bisschen mehr Platz haben wollte als ein bisschen weniger. Und eben weil man ihn gut komprimieren kann. Gewichtstechnisch macht es tatsächlich keinen Riesenunterschied, ob man jetzt den Senior oder den Junior nimmt. Das ist halt ein bisschen was dann spart, aber das war mir da egal. Und so habe ich mich eben für den großen entschieden. Neben der Möglichkeit hier zu komprimieren, hat man hier unten nochmal Taschen. Die sind nicht riesig groß. Es passt eine Wasserflasche rein. Da müsste ich eine dabei haben. Ja, da habe ich eine dabei. Muss ich zeigen. Die passt hier knapp rein. Und ihr seht schon, ich habe ihn relativ unten auch recht voll gepropft. Passt rein.
kann man hierüber nochmal sichern. So, passt rein. Kann man da unten nochmal sichern. Ich habe den Untergrund, also jetzt wirklich den Boden sehr voll und sehr eng gemacht. Also das ist so, viel enger dürfte es eigentlich nicht werden, weil viel mehr kann ich da nicht reinprügeln in dem unteren Bereich. Oben habe ich mehr Luft als unten. Also von daher geht das auch gut. So. Ich habe da in der Regel so ein bisschen Kleinkram drin. Meine Arbeitshandschuhe habe ich da drin. Irgendwas, was ich im Schnellzugriff haben möchte. Was hier an der Seite auch passt, was ich jetzt einfach mal zeige, wäre eine Axt. Kann man hier auch reinmachen, natürlich über die Bänder verzurren. Und dann ist es auch gut befestigt. Das ist aber bei diesem Rucksack gar nicht nötig. So, auch hier. Denn hier hat man auf der Front, und das finde ich richtig gut, hier nochmal so eine kleine Lasche. Das ist klein, die ist gar nicht klein. Und da passt perfekt, dafür ist es auch gemacht, eine Axt hinein. Ich habe es jetzt tatsächlich im Rucksack gehabt, weil ich es mir eben schnell reingeschmissen habe und noch jede Menge Platz hatte im Rucksack. Aber tatsächlich, wenn ich auf Tour bin, ist das halt die Aufbewahrung für meine Axt. Passt hervorragend rein. Guckt nicht mal unten raus, also jetzt gerade bei der Größe ist das Hultafors Tracking Ball. Passt es hervorragend rein. Richtig, richtig praktisch. Wie gesagt, hier hat man die Taschen. Dahinter hat man eben nochmal so einen Einschub. Ihr seht mal, die gehen auf die ganze Tiefe runter. Und sie haben oben auch nochmal so ein kleines, unten nochmal so ein kleines Loch, damit, wenn Wasser reinkommt, sollte das auch unten ablaufen kann. Sie sind also unten geschlossen, sie gehen nicht durch, sondern sind wirklich geschlossene Taschen. Auch hier könnte man, ihr seht, eine Axt nochmal drin unterbringen. Das ging also auch problemlos. Das Ding heißt nicht umsonst Bushcraft, das ist wirklich auf Bushcraft-Tätigkeiten ausgelegt. Und es ist darauf ausgelegt, es draußen zu verwenden. Und das ist genau das, was mir einfach an diesem Rucksack so gut gefällt. Hier vorne hat man auch wieder Schnallen. Auch wieder richtig schön dickes Leder. Das ist bei mir jetzt noch relativ steif. Das kommt noch steifer, als es hier jetzt den Anschein macht. Das muss einfach erst ein bisschen, das kennt man von Leder, ein bisschen in Verwendung sein. Und dann wird das auch ein bisschen geschmeidiger. Man sollte auch die Lederteile pflegen. Da sollte man also wirklich Acht drauf geben, weil von dem Rucksack möchte man auch lange was haben. Hier ein einfacher Beutel. So ein bisschen mein Feuerkit drin, nochmal so ein kleines Schnitzmesser. Arbeitshandschuhe habe ich jetzt hier mit drin, einfach weil ich genügend Platz hatte. Hier passt also eine ganze Menge rein. Keine weitere Unterteilung, sondern wirklich nur diesen einen Beutel. Selbiges gilt hier. Da habe ich auch nochmal 5 Meter Seil aus Baumwolle und mein großes Paket an Schnur. Da sind also auch insgesamt 45 Meter drin. Passt hier problemlos hinein. So, zur Front gibt es so eigentlich nichts weiter zu sagen. Und deswegen werde ich das gute Stück mal umdrehen und euch die Rückseite zeigen. Ihr seht hier nochmal, das ist wirklich hervorragend verarbeitet und richtig, richtig fest. Also ich glaube nicht, dass ich das erleben würde, dass sich da irgendwas löst. Das ist wirklich super verarbeitet. Man hat hier extrem weiches Leder. Das ist richtig, richtig, ja, seidig glatt, also richtig gut, aber auch sehr dünn. Das ist einer der Sachen, wo ich ein bisschen Angst drum habe, wie robust das letztendlich ist. Da hätte ich es tatsächlich gerne etwas fester gehabt. Ich glaube aber, das ist einfach nur, dass ich dieses Material so ein bisschen unterschätze. Ich habe bisher ausschließlich Rucksäcke, die aus Cordura sind, gehabt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Material. Und ich muss dieses Ledermaterial für mich selber erstmal kennenlernen. Hier ist eine Polsterung. Ich kann nicht genau sagen, aus welchem Material es ist, aber es ist schön fest und angenehm. Und geht halt von hier oben bis hier unten durch. Das hier auch wieder dickes Vollleder. Also wirklich gut. Man hat hier einen gigantischen Brustgurt. Der ist wirklich gewaltig, auch mit dem Messingkarabiner, den man dann hier eben einklicken kann. Ist, wie gesagt, der ganze Rucksack ist schwer und allein dieser Brustgurt ist schon schwer. Und man hat hier unten die Möglichkeit, den Rucksack in der Länge zu verstellen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, diese Riemen zu verstellen. Das heißt, mal eben kurz beim Laufen ein bisschen ziehen und dann hat man den Rucksack eingestellt. Das ist nicht. Sondern man muss den wirklich auf seine Länge einstellen.
Und da muss das auch so passen. Wie gesagt, dieses Leder ist noch so ein Material, was ich kennenlernen muss. Also da wäre ich wirklich dankbar, wenn ihr so ein bisschen eure Erfahrungen, wenn ihr welche gemacht habt, mit Leder als Riemen in die Kommentare schreiben könntet. Weil mich interessieren würde, wie viel hält Leder von der Dicke eigentlich aus? Was ist da so das Maximum? Was ist zu viel? Was kann man dem zumuten? Da würde ich mich wirklich drüber freuen, wenn ihr so den einen oder anderen Kommentar hinterlasst. Hier unten sieht man, kann man das sehen? Ja. Da hat man nochmal einen Hüftgurt, wobei man da nicht wirklich Hüftgurt sagen kann, sondern eher Bauchgurt. Aber sowohl Hüftgurt als auch Bauchgurt sorgen dafür, dass es wesentlich komfortabler zu tragen ist. Also ich bin da auch froh, den Senior genommen zu haben, weil es einen tatsächlich großen Unterschied macht. Auch wenn es so ein einfacher Bauchgurt ist, nimmt der wirklich ganz gut Gewicht ab und sorgt dafür, dass der gut anliegt. Hier hat man so ein bisschen andersfarbiges Leder, warum auch immer. Da hätte man ruhig die gleiche Farbe nehmen können. Finde ich jetzt aber persönlich nicht schlimm. Passt so ein bisschen zu den Riemen, also funktioniert. Das ist mir eigentlich das einzig Wichtige. Den kann man auch komplett entfernen, also er ist hier wirklich nur so rein. Sieht man, kann man so rausziehen. So. Und viel mehr gibt es auch zu dieser Seite nicht zu sagen. Man hat hier noch so einen schönen Griff. Schön aus Baumwolle mit dem Ganzen mit vernäht. Also auch der wird nicht nachgeben. Ich bleibe aber noch wegen einer Sache auf der Rückseite. Überhaupt ist die Rückseite einer der Nachteile, die mir am ehesten einfallen zu diesem Rucksack. Das Material steht außer jeder Frage. Es ist großartig. Der Aufbau von dem Rucksack ebenfalls großartig. Die Verarbeitung ist ein Traum. Also das ist wirklich richtig gut. Das Tragesystem ist nicht für Langstrecken gemacht. Das muss man dazu wissen. Ich nutze den Rucksack wirklich für meine Bushcraft-Touren. Sprich, ich bin damit maximal 10 Kilometer irgendwas in dem Radius unterwegs. Und da trägt es sich noch angenehm, überraschend angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem wie viel Kilo man drin hat. Es ist nichts für Trekking-Touren, die man macht. Und man sieht es hier, man hat wirklich diese glatte Rückseite. Das heißt, man hat keinerlei Ventilation. Das liegt flach auf dem Rücken an. Auch das muss man wissen, gerade jetzt, wenn es wärmer ist, auch wenn das Ganze regenfest ist durch das gewachste Canvas. Wenn man das natürlich voll schwitzt, gibt natürlich schon eine gewisse Feuchtigkeit rein. Wie eingangs gesagt, ist das Ganze ein Liebhaberstück. Ich habe mich ein Stück weit in die Optik verliebt, ohne Frage, aber auch in den Aufbau und vor allem in das Material. Das sind also alles Punkte, die mir sehr gut gefallen. Warum also kein Empfehlungsvideo? Also einmal, weil ich es eben noch nicht lang genug in Verwendung habe, um wirklich guten Gewissens sagen zu können, das empfehle ich euch, holt euch diesen Rucksack, ist fantastisch. Mache ich nicht. Das Tragesystem ist natürlich ein Schwachpunkt. Wahrscheinlich sogar der einzige Schwachpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, neben dem Preis. Denn auf längeren Touren würde ich diesen Rucksack nicht nehmen. Also wenn ich tatsächlich auf Trekking-Tour oder so unterwegs bin, dann würde ich diesen Rucksack nicht nehmen, weil ich da tatsächlich ganz gerne ein bisschen mehr Belüftung am Rücken hätte. Gerade wenn es ein bisschen wärmer ist oder wenn man Anstiege hat und das ist, man schwitzt einfach. Es ist angenehm, wenn man hinten zumindest so ein bisschen so Lüftungslinien hat, wie zum Beispiel beim Savotta, den ich vorgestellt habe. Da hat man einfach noch diese Belüftung und es ist einfach nicht der Rücken klitschnass. Des Weiteren kann man einen Rucksack dieser Größe natürlich wesentlich leichter haben, was das Eigengewicht angeht. Da muss man also auch gucken, ob das in Relation zueinander steht, was man halt hineinpackt und was der Rucksack selber wiegt. Und natürlich das Tragesystem ab einer gewissen Zeit, also nach diesen 10 Kilometern, muss ich sagen, war ich ganz froh, den Rucksack mal abzusetzen. Ist jetzt nicht schlimm, also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Ich hätte gedacht bei den Trageriemen, dass das wesentlich schneller irgendwo unangenehm ist, drückt oder dergleichen. Ist definitiv nicht der Fall. Wenn man den Brustgurt nutzt, ist es noch wesentlich angenehmer. Also der bringt auch eine ganze Menge, nutzt auf jeden Fall diesen Brustgurt und den Bauchgurt wirklich gut. So dass ich 10 Kilometer gehen wirklich gut zu machen. Ohne dass ich da irgendwie sage, es tut weh, es war einfach so, ach Mensch, Rucksack mal absetzen, okay. Aber jetzt kein Schmerzen, kein Drücken, kein Ziehen oder sonst irgendwas, das definitiv nicht. Da hat mich der Rucksack schon mal sehr positiv überrascht. Was die Wärme am Rücken angeht, da baut sich definitiv Wärme auf. Da muss man also wirklich schauen, dass man die Kleidung entsprechend wählt, dass man sich nicht zu dick anpackt, das sollte man aber sowieso nicht. Also das ist so ein generelles Problem. Aber da muss man halt zusätzlich bedenken, am Rücken wird es wärmer durch diesen Rucksack. Das nächste, was man bei dem Rucksack bedenken muss, das ist wirklich ein Sack mit Riemen, um es mal ganz platt zu sagen. Das heißt, man hat kein Tragegestell, man hat keine Versteifung, man hat nichts, sondern man hat wirklich so einen komplett zusammenknautschbaren Sack ohne irgendeine Festigkeit in sich. Das heißt, wenn man den Rucksack packt, muss man auch wirklich so packen, dass man den Rücken so ein bisschen gepolstert und auch geschützt hat, dass man da keine harten Gegenstände hat, die durchdrücken. Also der Rucksack an sich ist tatsächlich darauf ausgelegt, eine Wolldecke hineinzutun. Das ist also diese Art Rucksack,
ist tatsächlich so gebaut, dass man hinten eine Wolldecke reintut. Dadurch hat man dann einmal diese Polsterung und man hat natürlich den Schutz, dass dann nichts durchdrücken kann. Das trägt sich auch sehr, sehr komfortabel, aber es ist auch wieder so dieser Punkt, man muss auf die Wärme achten. Das ist natürlich, wenn man eine warme Wolldecke da hat, unterstützt das halt eben die Wärme. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Es trägt sich dadurch sehr gut am Rücken, weil er wirklich richtig schön anliegt. Also es ist ein sehr komfortables Tragegefühl auf dem Rücken. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist definitiv der Preis. Man muss da schon bereit sein und so ein bisschen schmerzfrei sein, das auszugeben. Ich habe mich dazu durchgerungen und habe da so ein bisschen drauf hingespart und wollte ihn auch unbedingt haben und freue mich auch einfach wahnsinnig darüber, ihn zu haben, weil er wirklich toll ist. Auch wenn ich ihn jetzt kennenlernen muss, aber es ist bei Rucksäcken, finde ich, immer so ein bisschen wie mit Schuhen. Im Katalog kann er super aussehen. Wenn man ihn in der Hand hat, kann er super aussehen, aber erst tatsächlich beim Gebrauch findet man heraus, was er taugt. Und dabei bin ich gerade, den eben zu testen. Also es ist auf jeden Fall der perfekte Rucksack für meine Natural Bushcraft Reihe, wobei das tatsächlich Zufall war und nicht darauf gezielt wurde. Wenn ihr Fragen zu dem Rucksack habt, wenn euch dann noch was einfällt, wo ihr sagt, Mensch, wie verhält sich das und das und das und das, dann schreibt gerne in die Kommentare, kontaktiert mich dann auf meiner Homepage. Sagt einfach Bescheid. Ich sehe zu, dass ich alle Kommentare soweit beantworte, vor allem die mit Fragen drin. Ich freue mich auch immer über Kommentare. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.